Der hat einen Collar, siehst du? Der hat ein Halsband. Ja, stimmt. Ja, das war mal eine Boat Cruise der besonderen Art. Es hat geschüttet wie aus Kübeln. Wir haben es erst noch versucht, aber dann haben wir uns entschieden, das Ganze abzubrechen. Es hat einfach zu sehr geregnet, beziehungsweise es war auch zu sehr windig, dass der Regen dann halt auch das teure Kamera-Equipment beschädigt hätte. Insofern haben wir uns entschieden, die Boat Cruise heute frühzeitig abzubrechen. Einen wunderschönen guten Morgen von der botswanischen A33. Ich habe jetzt Kasane verlassen und befinde mich Richtung Pandamatenga, das ist Richtung Süden, und muss auf dieser A33 jetzt ungefähr 100 Kilometer fahren und dann habe ich auch schon die Touch of Africa Safari Lodge erreicht. Die Straßen hier in Botswana und teilweise auch in Namibia, ich stelle mir das vor wie früher in den USA im Westen der Eisenbahnbau. Man hat Platz ohne Ende und man baute irgendwann einfach kerzengerade auf dem kürzesten direkten Weg eine Straße, eine Schneise durch die Natur. Und man sieht das Ende dieser Straße nicht. Man sieht es nicht, man fährt und das Ende ist immer irgendwo verschwommen am Horizont. Unglaublich. Sehr schön aber. Rechts und links pure Natur. Man hat immer das Gefühl, es könnte irgendwie dort gleich eine Giraffe oder ein Zebra stehen, aber mit einem sehr breiten Seitenstreifen, sodass man, wenn hier Tiere wären, sie zumindest bei Tag sehr früh sehen und entsprechend reagieren könnte.
Herzlich willkommen in der Touch of Africa Safari Lodge. Es ist noch ganz früh, als ich hier angekommen bin. Es ist mal gerade 10:30 am Morgen und ich wurde sehr freundlich von dem österreichischen Gastgeber Franz empfangen und habe eben den Schlüssel bekommen für meine Hütte mit der Nummer 1 und die zeige ich euch jetzt mal. Hier befindet sich die Terrasse. Wenn man reinkommt, befindet sich rechts ein einzelnes Bett. Dort kann man den Koffer ablegen, ein hübsches Wandbild. Hier ein Doppelbett, darüber hängt ein Moskitonetz. Wenn man weiter reingeht in den Raum, befindet sich hier eine Art Schreibtisch. Ein Safe hängt an der Wand. Es gibt Licht und einen Deckenventilator. Die Hütte wird mit Solarstrom betrieben. Plug-ins gibt es nicht. Und hier befindet sich das Bad, eine Toilette, ein Waschbecken und eine Dusche. Das ist die Touch of Africa Safari Lodge. Ja, die ist ein wenig rustikal, aber durchaus nett. Und der Ausblick ist fantastisch, führt hier absolut naturnah in offenes Buschland. Ich steig mal aus. Steig aus! Was ich jetzt gemacht habe, ich bin hier auf dieser Straße und über diesen Grünstreifen herübergegangen nach Simbabwe. Und dort hinter mir, da wo der Franz und das Auto stehen, das ist Botswana. Da gehe ich jetzt wieder zurück.
schöne Stunde. Da links die Giraffe, in der Mitte dieser schöne Baum, rechts da dieses bisschen noch Sonne. Der hat einen Collar, siehst du? Der hat ein Halsband. Ja, stimmt. Ei. Du wirst von irgendjemandem getrackt gerade. Ja. Das ist amazing. Ja, hallo, ich komme gerade zurück von einer fantastischen kleinen Ausfahrt mit Franz, dem Besitzer hier der Lodge. Und es war unglaublich schön. Wir sind hier in der Umgebung rumgefahren. Ach, wir haben Elefanten gesehen, wir haben viele verschiedene schöne Vögel gesehen. Die Umgebung um uns herum war fantastisch, weil es hat wieder überall geregnet, geblitzt. Ganz fantastischer Tag und jetzt trinke ich gerade einen leckeren Kaffee, werde mich gleich ein bisschen frisch machen und dann freue ich mich auf das Abendessen hier in der Touch of Africa Safari Lodge, direkt an der A33 gelegen. Hi, hallo. Guten Morgen hier von der Touch of Africa Safari Lodge in Botswana. Meine Übernachtung war viel besser, als ich befürchtet hatte. Es gab keine Mücken, die mich gestört haben, auch kein sonstiges Getier in der Hütte. Und ich bin früh ins Bett gegangen und fühle mich gut und ausgeschlafen. Und jetzt will ich mal schauen, ob ich schon zum Frühstück kommen kann. Hallo, hier von der A33. Ich bin gerade losgefahren von der Touch of Africa Safari Lodge. Mein heutiges Ziel ist die Lodge Leopard Plains. Ich werde jetzt zunächst auf der A33 bis zur Stadt Nata fahren. Dann biege ich ab auf die A3, die in westlicher Richtung auch nach Maun führt. Und dort werde ich dann nach weiteren 250 Kilometern Leopard Plains erreichen.
Nachdem ich soeben Nata passiert habe, vollgetankt habe und mir eine kalte Coke gekauft habe, geht es jetzt für mich auf der A3 weiter in Richtung Westen, in Richtung Maun. Und meine Unterkunft Leopard Plains liegt direkt an der A3, aber vorher hoffe ich, nach ungefähr 160 Kilometern den Abzweig in Richtung der berühmten Bane Baobabs erreichen zu können und sehen zu können, dorthin zu fahren und mir diese gigantischen Affenbrotbäume anzuschauen. Also nach den ersten Kilometern hier präsentiert sich die A3 so ein bisschen als launische Diva. Mal top zu befahren mit 80, 90, dann Schlaglöcher ohne Ende. Dann fehlt der Asphaltbelag teilweise komplett und es ist ein Stück Schotterstraße, aber auch nicht besonders gut. Also im Moment geht es hier wieder sehr gut und ich hoffe, das bleibt so. Ich habe es getan. Es ist jetzt 10 vor 2. Ich habe gerade ein Permit gekauft auf dem Weg zu Banes Baobabs und ich muss jetzt 31 Kilometer durch Tiefsand fahren. Habe soeben meinen Reifendruck auf ungefähr 1,7 bar reduziert, vorne wie hinten. Habe meinen Vierradantrieb aktiviert und hoffe, dass ich jetzt gut und mit viel Spaß hier durchkomme. So, noch etwa 2 Kilometer. Dann habe ich diese ersten 17 von 31, glaube ich, ganz gut geschafft. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder 12 Kilometer über die Salzpfanne oder 14 Kilometer über wahrscheinlich so eine Piste wie die hier. Das Problem bei der Salzpfanne ist, wenn es hier schon mal geregnet haben sollte, dann kann es vereinzelte Stellen geben, wo man da plötzlich einsackt. Da kann der ganze Reifen weg sein. Deswegen werde ich wahrscheinlich für heute den 14 Kilometer Weg nehmen. Ja, ich denke, das werde ich so tun. Es ist unglaublich und es fängt gerade an zu donnern. Aber ich bin da. Ich bin an den berühmten Banes Baobabs. Und jetzt zeige ich euch diese Riesen von Bäumen. Ein bisschen wäre ich gern noch geblieben, aber es ist echt ein heftiges Gewitter im Anmarsch und deswegen mache ich mich jetzt schnell auf den Weg zum Gate.
So, das Gewitter liegt hinter mir, das kommt von Osten. Ich fahre jetzt in Richtung Westen und das ist das Gute jetzt daran, dass vor mir der Himmel fantastisch aussieht, blau, leicht weiße Wölkchen und rechts und hinter mir, da geht es ab. Jetzt geht es auf die letzten 50 Kilometer A3 Richtung Maun bis zu meiner Unterkunft Leopard Plains. So, ich habe dann mal das Gate zu Leopard Plains passiert und bin mal gespannt, wie weit ich jetzt hier diese kleine Sandpiste noch fahren muss, bis ich dort ankomme. Thank you very much. I'm glad to be here. Yeah, you come with the rain. Yes, everybody told me so. I think it's true. Yeah. You're happy about that? Yes, I'm happy because it was hot today. Yeah, then I'm happy too. Yeah. Here is our dining area where we are going to have the dinner, Breakfast as well? breakfast as well. Okay, that's very nice. And then we are going to the bar. Willkommen, angekommen in Leopard Plains. Und dort ist mein Zelt und das ist mal wieder die Nummer 7. Hier vorn, wenn man reinkommt, gibt es 2 Sitzmöglichkeiten. Dann geht man direkt auf das große Doppelbett zu. Einen Sessel hier vorne und einen auf der anderen Seite. Hier hinten gibt es einen Plug-in, die Möglichkeit also aufzuladen, alles was man so braucht. Es gibt Sprays gegen die Mücken, es gibt Wasser, es gibt eine kleine Box mit Kaffee- und Teezubehör. Eine Kanne mit warmem oder heißem Wasser bekommt man in der Küche. Das bin ich und das ist mein Waschtisch aus Stein, sehr schön. Durch diese Tür darin befindet sich die Toilette und auf der anderen Seite eine wunderschöne Dusche. Hier eine große Ablagemöglichkeit für den Koffer. So sieht das aus hier. Das ist meine Unterkunft für die nächsten 2 Nächte. Ganz fantastisch, wie ich finde. Guten Morgen aus dem Mahadichali-Pans National Park. Heute ist Dienstag, der 16. November und ich habe mir gerade wieder ein Tagesticket, ein Day Visitor Permit gekauft, hier für den Nationalpark an einem anderen Gate als gestern. Und ich werde jetzt versuchen, über diese Sandpiste hier den Bututu River zu erreichen, beziehungsweise die Aussicht auf ihn und dort Tiere zu entdecken, ohne mich festzufahren, natürlich.
für ein schönes Plätzchen auf unserer Erde ist das denn? Seht mehr von diesen fantastischen Elefanten am Hippopool des Buteti Rivers und dazu meine abenteuerliche Rückkehr nach Namibia, Jesus! die mich mit tollen Stops im Mukuku Rest Camp und der Ongula Village Homestead Lodge ans King Nehale Gate, dem nördlichen Tor in den Etosha Nationalpark führt. Danke fürs Anschauen meines Videos und viel Spaß bei Teil 6.